Mein Name ist Philipp Hübel. Ich bin Philosoph. Ich habe mich in meiner philosophischen Karriere vor allen Dingen mit Sprachphilosophie und Handlungstheorie beschäftigt und bin seit einiger Zeit Gastprofessor für Philosophie und Kulturwissenschaft an der Universität der Künste Berlin. In den letzten Jahren habe ich mich mit zwei Themen vor allen Dingen beschäftigt. Einmal mit Bullshit-Resistenz, also mit der Frage, wie wir uns gegen Unfug aller Art wehren können und klarer denken können, also gegen so etwas wie Fake News, Verschwörungstheorien, Pseudowissenschaft, Geschwurbel und so weiter. Und ein Thema, das mich besonders beschäftigt, ist Moralpsychologie. Mein letztes Buch, Die aufgeregte Gesellschaft, geht genau dieser Frage nach, warum ist die Gesellschaft oft gespalten und zerstritten und welche Rolle spielen vor allem Emotionen oder emotionale Neigungen dabei. Warum spricht mich die Überschrift Changing Time, Shaping World an? Die Welt hat in den letzten 50 bis 70 Jahren eine progressive Revolution erlebt, weltweit, aber vor allen Dingen im Westen sind die Menschen individualistischer, liberaler, toleranter, weltoffener geworden. Auch in anderen Regionen der Welt ist das der Fall. Und das hat sich jetzt nicht nur beschränkt auf gesellschaftlichen Wandel, sondern auf alle Lebensbereiche, auf die Ästhetik, die Lebensführung, das individuelle Zusammenleben, die Berufsfelder, die Künste. Und alle diese Bereiche wandeln sich sehr schnell und fordern natürlich Menschen dann heraus, wenn sie diesen Wandel gar nicht unbedingt immer als vorteilhaft ansehen, sondern eher als Bedrohung wahrnehmen. Meiner Ansicht nach ist Offenheit eine der ganz großen Tugenden des 21. Jahrhunderts. Wenn man sich die Frage stellt, wie kann man auf den schnellen globalen technischen und gesellschaftlichen Wandel reagieren, wie kann man den überhaupt meistern, dann treten zwei Fähigkeiten eigentlich immer mehr in den Vordergrund. Wir brauchen in Zukunft Kreativität und kritisches Denken. Und beide Fähigkeiten sind mit dem Persönlichkeitsmerkmal Offenheit korreliert. Kreativität ist eigentlich das Merkmal für Offenheit par excellence. Kreativität im Denken heißt, die sozusagen dezidiert nicht traditionalistisch zu denken, die Standardwege des Denkens zu verlassen und sich sozusagen etwas Neues zu suchen. Und beim kritischen Denken ist das genauso. Intelligenz alleine macht uns noch nicht zu kritischen Denkern, sondern wir müssen uns auch lernen, sozusagen den klassischen konservativen Impulsen, die wir haben, uns zu widersetzen. Und das kann man lernen und trainieren. In meinem Impuls möchte ich zwei Dinge tun. Einmal versuche ich in meinen Schriften, in meiner Forschung Impulse aus den Geistes- und Sozialwissenschaften auf der einen Seite und den Naturwissenschaften auf der anderen Seite zusammenzubringen. Ich glaube, mit beiden Richtungen, Perspektiven zusammen kann man die Natur des Menschen besser verstehen und am Ende natürlich sich selbst auch besser verstehen. Selbstkenntnis ist ja ein großes philosophisches Projekt. Und ich möchte mir die Frage stellen, wie blicken wir heute eigentlich auf die globalisierte Moderne aus verschiedenen Perspektiven, aus einer gesellschaftlichen Perspektive, auch aus einer moralischen Perspektive, aber vor allen Dingen auch aus der ästhetischen Perspektive. Was bewegt die Progressiven, die sagen, das Neue ist großartig, ich begrüße das Neue, ich sehe darin einen ästhetischen und moralischen Wert, also die Kosmopoliten auf der einen Seite, und was auf der anderen Seite schreckt eigentlich die Traditionalisten davon ab, die sagen, für mich ist die globalisierte Moderne eher eine Bedrohung und keine Chance für einen positiven Wandel.